Also das, was unsere Unternehmensbefragung gezeigt hat, ist, dass die Auswirkungen auf die Unternehmen in Jena natürlich erstmal die direkten Folgen sind. Das heißt Umsatzrückgänge, das heißt dann gegebenenfalls auch im Extremfall Schließung, aber natürlich auch Beantragung von Kurzarbeit. Und damit ist Jena im regionalen Vergleich nicht alleine. Also das betrifft per se erstmal alle. Was wir aber natürlich auch feststellen konnten, waren Unterschiede zum Teil in den verschiedenen Räumen, das heißt also in stärker urban geprägten oder stärker ländlich geprägten Räumen, vor allem was Digitalisierung angeht. Also was nicht unbedingt die Umsetzung von Digitalisierungsmaßnahmen angeht, das hält sich ungefähr die Waage, aber was die Bewertung von Digitalisierung als Chance in der Krise angeht. Und da müssen wir feststellen, dass die stärker ländlich geprägten Räume Digitalisierung nicht so positiv bewerten wie die urban geprägten Räume. Und das ist natürlich vor allem auch auf den Punkt zurückzuführen, dass wir einfach nach wie vor Schwierigkeiten haben in der digitalen Infrastruktur in stärker ländlich geprägten Räumen. Und was Jena ansonsten noch unterscheidet von anderen Regionen, die wir jetzt untersucht haben, ist natürlich auch die Branchenstruktur. Also wir haben in Jena einen vergleichsweise hohen Anteil in der Hightech-Branche. Das heißt also vor allem auch Information und Kommunikation, aber genauso auch im verarbeitenden Gewerbe. Das sind beides Branchen, die in der Krise im Gegensatz zu anderen Branchen nach wie vor in deutlich höheren Anteilen auch noch Umsatzgewinne verzeichnen konnten, wo alle anderen fast durch die Bank weg Umsatzrückgänge zu verzeichnen hatten. Und das hilft natürlich auch dann, wenn wir uns anschauen, wie es sich zukünftig entwickelt. Da ist dann einfach die Hightech-Branche für Jena ein wahnsinniger Standortvorteil. Aber prinzipiell müssen wir sagen, dass es weniger eine standortabhängige Entwicklung ist, als vielmehr eine branchenabhängige Entwicklung. Was dann natürlich aber auch dazu führt, wie jetzt in Jena die Branchenstruktur positiv die Entwicklung beeinflusst, haben wir dann andere Räume, in denen die Branchenstruktur die Entwicklung auch zukünftig natürlich negativ beeinflussen kann. Einzelhandel und Gastronomie sind für einen Standort wahnsinnig wichtige, weiche Standortfaktoren. Das heißt also, neben den harten Standortfaktoren, wie jetzt die Ausgestaltung der Branchenstruktur oder aber auch die wirtschaftliche Entwicklung, brauchen wir auch Lebensqualität. Und da zählen Einzelhandel, vor allem natürlich in der Innenstadt, aber genauso auch die Gastronomie mit rein. Und das sind zwei Branchen, die auch sehr, sehr menschennah arbeiten und dementsprechend auch zum großen Teilen ihre Geschäfte schließen mussten während des Lockdowns. Und dadurch ist natürlich der Impact entsprechend hoch auf diese Branchen. Und während beide so ein Fehlen von Kontakt zu entsprechenden KundInnen hatten, haben wir dann natürlich in der Gastronomie nochmal zusätzlich die Schwierigkeit, wenn ich lange zumache, verderben meine Speisen. Das heißt, also bevor ich wieder aufmachen kann, habe ich trotz der Umsatzverluste dann nochmal die Notwendigkeit, auch erstmal nochmal neu zu investieren. Und das führt natürlich zu einem entsprechend schwierigen Start dann auch wieder, wenn es wieder losgeht. Aber gleichzeitig haben wir auch gesehen, dass sowohl Einzelhandel als auch Gastronomie Vertriebswege umgestellt haben. Das heißt also dann angefangen haben natürlich auch zu liefern, wo vorher vielleicht kein Lieferservice da war, um dem Ganzen entgegenzuwirken. Und dann aber auch zumindest im Einzelhandel zu knapp 20% Digitalisierungsmaßnahmen umgesetzt wurden, was in dem Fall bedeutet zum Beispiel Teilnahme an dem Anti-Corona-Lieferservice von der Initiative Innenstadt, wo wir eine Online-Plattform hatten, wo sich die einzelnen EinzelhändlerInnen vorgestellt haben und wo ich einsehen konnte, als Person hier in Jena, ach, da kann ich mir dann gegebenenfalls was abholen oder mir auch etwas liefern lassen. Und so dann aber auch zum Beispiel über eine verstärkte Präsenz auf Social Media. Das heißt gar nicht mal unbedingt Online-Handel, sondern einfach Online-Präsenz zeigen. Weil eine Schwierigkeit, die vom Einzelhandel stetig gesehen wird, wenn es um Digitalisierung geht, ist natürlich, wenn ich Produkte habe, die von anderen großen Versandhäusern angeboten werden, stehe ich in direkter Konkurrenz. Das heißt, ich brauche in irgendeiner Form ein Alleinstellungsmerkmal, um mich im Onlinehandel durchsetzen zu können. Nichtsdestoweniger haben wir natürlich die Möglichkeit, im Einzelhandel dann zum Beispiel über die entsprechenden Online-Präsenzen auch den Stamm an KundInnen zu erweitern und prinzipiell erstmal auf mich aufmerksam zu machen. Denn wo recherchiere ich?
per se, bevor ich irgendwie eine größere Anschaffung mache, im Internet. Und dann ist natürlich der Vorteil vom stationären Einzelhandel im Nachgang auch die Beratung vor Ort. Prinzipiell glaube ich nicht, dass alle Betriebe und alle Unternehmen momentan diese Krise überstehen werden. Das hat zumindest auch unsere Befragung gezeigt, dass halt ja nur in Anführungsstrichen unter 2%, aber immerhin fast 2% der Unternehmen gesagt haben, dass sie im Rahmen von den derzeitigen Entwicklungen in der Krise ihr Unternehmen, ihren Betrieb aufgeben mussten. Das heißt also, es wird vor allem darum gehen, den Impact, den diese Krise hat, abzumildern und dann die Unternehmen zu befähigen, zukunftsfähig einen Neustart zu schaffen und dann auch, falls eine nächste Krise kommt, für diese Krise entsprechend gewappnet zu sein. Und das sind eigentlich zwei Ebenen, von denen wir reden. Das ist einmal das, was die Unternehmen selber machen können. Also wenn wir zum Beispiel auf den Einzelhandel gucken, wir hatten das Thema Digitalisierungsmaßnahmen, gegebenenfalls auch dann entsprechende Multi-Channeling-Konzepte, das heißt also nicht nur im stationären Einzelhandel zu Hause zu sein, sondern auch andere Plattformen, wo ich meine Waren anbiete, entsprechend zu bedienen. Das können aber natürlich auch Veränderungen in der Betriebsstruktur sein. Das können Veränderungen auch in den Vertriebswegen sein, Veränderungen in der Netzwerkstruktur, eine Stärkung von brancheninternen Initiativen. All das haben die Unternehmen mehr oder weniger zumindest ein Stück weit auch in der Hand. Aber das geht nicht alleine. Also dafür werden die Unternehmen an vielen Stellen auch entsprechende Unterstützung brauchen. Jetzt entsprechend Geld, also Kurzarbeitgeld zum Beispiel, war ein wahnsinnig wichtiger Faktor, um entsprechend auch die Resilienz in der Krise erstmal zu schaffen. Und langfristig wird es dann darum gehen, die Unternehmen auf einen sicheren Weg zu fördern. Auf einem sicheren Weg zu fördern heißt an der Stelle, dass ich nicht einfach wahllos Geld mit der Gießkanne ausschütte. Ich glaube, knapp 55% der Unternehmen haben sich natürlich nicht zurückzahlbare Zuschüsse gewünscht, wenn es um die Unterstützungsangebote zukünftig geht. Aber nicht einfach nur das Geld jetzt rauspumpen, sondern zum Beispiel an Innovation koppeln, an Digitalisierungsmaßnahmen koppeln, um entsprechend diese Krisenresilienz für zukünftige Impacts aufzubauen.